Hier auf diesem riesigen Parkplatz habe ich nicht nur Autofahren gelernt und wir sind hier vielleicht im Winter auch mit Handbremse manchmal so ein bisschen im Kreis gefahren, als wir dann alle schon einen Autoführerschein hatten. Aber dieser Laden ist unter anderem nicht nur für meine Fahrkünste, sondern auch für eines der schönsten Museen in Deutschland verantwortlich. T-Docs hieß mal Teppichdomäne Haste und man kann die Kette guten Gewissens einen Renovierungsdiscounter nennen. Falls ihr mal euren Keller in einen Hobbyraum umbauen wollt, der möglichst günstig sein soll, dann ist T-Docs definitiv keine falsche Adresse. Gegründet wurde das Unternehmen 1972, maßgeblich von Karl-Heinz Rehkopf. Der war in seiner Jugend nicht nur begeisterter Motorradfahrer, sondern auch ein Enthusiast für Fahrzeuge und Fahrzeugtechnik aller Art. Mit dem unternehmerischen Erfolg der Firma baute er sich so, ganz privat, eine Fahrzeugsammlung auf. In seinen 70ern wurde er dann mit der Frage konfrontiert, was denn nach seinem Tod mit der Sammlung geschehen sollte. Und das legte den Startschuss für den heutigen PS-Speicher in Einbeck. Das Museum heißt PS-Speicher, weil es in dem Gebäude eines ehemaligen Kornspeichers untergebracht ist. Es gibt es seit 2014. Die Hauptausstellung erzählt die Geschichte der Mobilität von den ersten Motorrädern überhaupt bis zu aktuelleren Modellen. Dabei startet man seine Zeitreise im 6. Stock und wandert dann durch die Jahrzehnte wieder hinunter. Die Geschichte wird vor allem anhand von Motorradexponaten erzählt, enthält aber auch bekanntere Exponate an Autos und Rollern. Es ist absolut faszinierend zu sehen, was für wilde Versuche und Konzepte es in der Anfangszeit der Motorräder gab. Und dass sich auch Geschichte wiederholt. Auch damals wurden schon Nachrüstmotoren für Fahrräder angeboten. Genauso wie heute die Elektronachrüster. Die Hauptausstellung bildet zwar den Kern der Sammlung, wir halten uns hier allerdings gar nicht so lange auf. Der PS-Speicher selbst beherbergt nämlich die meisten seiner Exponate in Hallen, die zwar besichtigt werden können, aber nicht zur Kernausstellung gehören. Und um da nicht völlig aufgeschmissen zu sein, treffen wir hier am Ende unseres Rundgangs Stefan, den Pressesprecher, der uns nicht nur mit in die Hallen nimmt, sondern uns auch Andi vorstellt, den Kurator für die Sammlung Motorrad. Gerade Motorradfahren ist ja nochmal sehr speziell. Ja. Und, also man hat Oldtimer und davon nur Motorradfahrer und viele Menschen sagen, nee, ich komme jetzt in Alter, ich kann das Gewicht nicht mehr halten oder überhaupt Motorradfahren machen. Ja. Ich habe mal in der Familie rumgefragt, die wollen das alle nur weiterverkaufen und ich möchte, dass das zum PS-Speicher in gute Hände kommt. Mhm, schön. Und sagen wir so, ein paar Dutzend Zustiftungen, Schenkungen kriegen wir schon pro Jahr. Mit einem Lastenrad. Also wir haben mit dem Fahrrad begonnen, wir enden mit dem Fahrrad. Das ist, wie wir vorhin gesagt haben, so der Kreis schließt sich. Ja. Alles gab es schon mal irgendwie und alles wird aber jetzt von damals in das heute übernommen und neu erfunden und mit neuen Möglichkeiten gefüttert. Probleme sind immer noch die gleichen. Irgendwo, man muss sich und Zeug transportieren. Nur ein Sechstel des ganzen Bestandes zeigen in PS-Speicher. Und so kam dann der Gedanke, dass wir die Sammlung eröffnen. Also die waren anfangs noch geschlossen, also nicht öffentlich begehbar. Also die Hallen gab es aber schon? Die Hallen gab es schon und die gibt es auch schon lange. Und aus den Hallen, da wurde dann ausgesucht, was im PS-Speicher gezeigt wird. Ah, okay, verstanden. Die Sammlung LKW und Bus hat 2016 eröffnet und die 3 Sammlungen, unter anderem die Sammlung Motorrad, wo wir jetzt hinfahren, 2020. Also die Sammlung Motorrad, Kleinwagen und Automobil haben 2020 eröffnet. Ich war 2010 das erste Mal hier. Da war das Ganze, dieses Gebäude gab es schon, es war aber off-limits. Niemand wusste, also es wurde erzählt, dass in Einbeck niemand wusste, was hier drin ist. Hast du ein Lieblingsmotorrad in der Ausstellung? Ja. Okay, das gucken wir uns noch an. Ja. Sehr
schön. Sehr schön. Ursprünglich war es so konzeptioniert, hier oben starten mit den kleinen Maschinen und den unspektakulären Sachen und den Rollern. Unten sind dann diese großen legendären deutschen Marken. Und ganz unten waren die Youngtimer-Motorräder, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass die meisten Besucher sich am meisten für Motorräder interessieren, die eigentlich aus der Boomphase sind. Und das andere, das sind natürlich die Motorräder, zu denen die Leute einen persönlichen Bezug haben. Hast du einen persönlichen Bezug zu einem hier? Ja, zum Beispiel, ich habe ein Motorrad, das steht unten, das war meine Fahrschulmaschine, genau in der Farbe. Ich habe immer gedacht, hoffentlich sieht mich keiner. Weil mir das so peinlich war, das Ding. Also hast du hier einen Lieblingsteil auf der Ebene? Also die für mich attraktiven Sachen stehen tatsächlich auch weiter unten. Im ersten Stock oder im Erdgeschoss. Sonst gucken wir da einmal kurz die Highlights an und dann gehen wir zu deinen Lieblingssachen. Das ist ja viel doch, schöner. Ich hätte hier einen, also wenn wir jetzt sagen, hier oben, was ist dein Favorit? Dann wäre es die Scott. Die Scout? Scott. Das ist ein Meisterwerk in Innovation und Nutzerfreundlichkeit. Ganz so sieht sie ja nicht aus. Ja, das ist, das war damals, das ist ein rein funktionales Styling. In der DDR sagte man offene Gestaltung. Eine Hase ist genauso gemacht. Nein, ist Englisch. Jedes Detail ist für sich gestaltet. Es gibt keine Freiline, kein komplettes Design. Das hat aber Gründe. Und das Motorrad muss man natürlich verstehen in der damaligen Umgebung. Üblich waren solche Motorräder, die keine Kupplung, kein Getriebe hatten, die mit Hilfe eines Ventilaushebers und viel Glück mühsam anpedaliert werden mussten, die einen hohen Schwerpunkt hatten, kippelig waren, vibrierten. So. Und Alfred Angus Scott kam eigentlich aus dem Bau von Dampfmaschinen. Ein Zweitakter hatten sich bis jetzt hauptsächlich dadurch bemerkbar, durch Unzuverlässigkeit und hohen Verbrauch negativ bemerkbar gemacht. Die gab es fast nur als Stationärmotoren oder Bootsmotoren. Und Scott baute das erste wirklich brauchbare Zweitaktmotorrad. Es war im Grunde alles anders als bei anderen. Er nahm den Rahmen nicht wie vom Fahrrad, sondern, was ja das Übliche war, sondern machte einen Rahmen, einen Verbundrahmen, nur aus geraden Rohren in Dreiecksverbünden, also wie ein Ducati-Gitterrohrrahmen. Es gibt kein Rohr, das auf Biegung beansprucht ist. Alles nur auf Druck oder Zug. Das ist enorm stabil. Der Motor ist ganz ungewöhnlich. Du hast nur einseitig gelagerte, nur mittig gelagerte Kurbelwellen und Pleuel. Also sehr wenig Lagerstellen. Kannst praktisch den Motor zerlegen, während er im Rahmen eingebaut ist. Und über die große Mittelschwungmasse geht dann der Abtrieb nach hinten. Und es ist das erste Motorrad der Welt mit einem fußgeschalteten Getriebe. Also und es hat überhaupt ein Getriebe und eine Kupplung. Und das war um 1910, 11 eine große Innovation, dass man anhalten konnte, ohne dass der Motor abstand. Und es ist das erste Motorrad der Welt, das einen Kickstarter hatte. Das nicht mit Pedalen anpedaliert werden oder angeschoben werden musste. Und ein Zweitakter hat ja auch beim Antreten sehr wenig Widerstand. Dadurch war das ideale Motorrad für Motorradfahrende Frauen. 15% der Kunden, weiß Gott. Es vibriert nicht als Zweitaktwind mit viel Schwungmasse. Wenig, auf jeden Fall für die damalige Zeit wahrscheinlich. Genau. Ne? Weil meine Twin ist 2016 und auch die vibriert. Das gefühlt vibriert. Ja, die dreht ja nicht, die hat ja ihre Endleistung bei 2,8. Und du hast sogar schon eine frühe Telegabel. Das heißt, du hast so viele Innovationen. Dazu noch die Thermosiphonkühlung. Eigentlich ideale Wasserkühlung. Das warme Wasser steigt hoch, kühlt sich im Kühler wieder ab und kühlt dann unten wieder den Motor ohne Pumpe. Und Getrenntschmierung, das heißt, du musst beim Tanken nicht mixen. Bei anderen Zweitaktern, sondern du hast halt schon hier einen Öltank, da einen Benzintank. Und jetzt erklärt sich auch dieser Durchstieg hier für den Mantel des Landarztes oder die Röcke der Dame. Achso. Der Ausschreibung sucht ihr noch Modelle? Was ich natürlich fantastisch fände, wenn wir die noch bekommen, aber da ist im Moment nicht dran zu denken, so eine zu kaufen, wäre eine Windhoff. Das ist ein deutsches Superbike aus den späten 20ern, 4 Zylinder in Reihe, längs, also wie eine K,
ölgekühlt. Das Motorrad hat auch keinen Rahmen. Der Motorblock trägt, vorne ist der Lenkkopf angeschraubt und hinten 4 Rohre. Ja, und eine Windhoff ist halt so ein legendäres Motorrad aus Berlin. Also, und da wir halt die wahrscheinlich, zumindest europaweit, wahrscheinlich weltweit größte Sammlung deutscher Motorräder haben, also das ist ja auch ein Superlativ, wäre eine Windhoff wirklich noch eine Krönung. Wo der Tank ist vergammelt, Kupplungshydraulik hinüber, Bremshydraulik für uns. Top, brauchst alles nicht. Brauchen wir nicht und die Maschine war unbeschädigt mit Gebrauchsspuren. Und da dachte ich, ja, aber einfach weil ich eine moderne Triumph wollte. Die hat der Stifter mal gekauft, die kommt von einem Bekannten von mir, der hat das Ding aus Altersgründen abgegeben. Und zum Beispiel die beiden haben die geschenkt bekommen. Zustiftungen. Also, sowas landet mittlerweile auch hier. Deutschen Motorräder. Und das merkst du natürlich, diese Dominanz von BMW. Ja, das habe ich hier nicht. durch den ganzen Raum. PKW, NSU, also das sind so die Hauptmarken. Ja. Und als ersten deutschen Vollsortimenter, also die alles gemacht haben, Zündert. Was meinst du mit alles gemacht? Naja, vom Mofa bis zum Superbike. Okay, also die wirklich Das war die einzige deutsche Modellpalette. Motorradmarke, wo die Modellpalette wirklich über alles spannte. Also vom Mofa bis zum großen Vierzylinderboxer. Zu uns jetzt gekommen vor wenigen Wochen. 1,3 Millionen Kilometer. 1,3 Millionen Kilometer. Wie hat er das gemessen? So weit geht doch der. Hat er genug Aufzeichnungen. genug Aufzeichnungen. War eine Frau. Krass. Die lebte alleine, hatte einen Job beim Arbeitsamt mit ganz geregelten Arbeitszeiten, hat oft Arbeitszeit angespart und hat dann im Sommer 2-3-monatige Fernreisen gemacht. Das Motorrad war 3-mal in Südamerika. Wahnsinn. Alle Kilometer mit dem Motorrad? Ist einmal ein neuer Rumpfmotor reingekommen. Findest die ganzen Rechnungen, Gabelüberholung, Federüberholung. Der Motor ist 4-mal gemacht, hat einmal ein neues Gehäuse gekriegt sogar. Aber Rahmen, Bodyparts, das Motorrad ist mal lackiert worden, ist es halt. Ja, klar, dass ich das. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist mal ein neues Hinterrad reingekommen, neue Sitzbank. Und dadurch ist es auch nicht mehr ganz original, aber die Story dahinter ist toll. Ich weiß nicht, ich bin eher so mal so ein Designopfer. Ich finde immer, also genau, aber die habe ich mir halt aus praktischen Gründen gekauft. Aber wenn ich halt sowas sehe, ne, da hat sich jemand was bei gedacht, auch dabei gedacht, den Tank nicht noch ein bisschen flacher zu machen, sondern den Tank halt wirklich so hoch zu machen. So, also weißt du, so einfach vom Optischen her. Jetzt kannst du wahrscheinlich sagen, das hat alles super gute Gründe, warum die so gebaut wurde. Nee, ich glaube, dass tatsächlich unbewusst hier auch so eine extrem respektabel bis maskuline Ausstrahlung erreicht werden sollte. Und das ist halt immer so, gerade so auch die Italiener oder sowas. Ne? Bei BMW hat man ab und zu mal so Perlen dazwischen. Da waren viele Motorräder, habe ich das Gefühl, viele waren funktional, eher funktional. Genau. Und dann hast du aber so eine Perle dazwischen wie die R1800. Das ist so ein. Ne, ja, siehst du, die finde ich schon wieder vollkommen missraten, weil das einfach zu viel von allem ist. Aber dein Lieblingsmotorrad hast du uns immer noch nicht gezeigt. Wenn jemand. Ich nehme mal die weg, die steht halt auf dem Ständer, dann könnt ihr euch die besser anschauen. Das hier. Also, erstmal dieser Typ Motorrad. Also das ist ein reines Rennmotorrad. Das ist ein Production Racer. VW Supersport 250. Und jetzt muss man halt wissen, dass eine normale 250er aus der Tüte Ende der 30er ungefähr so 9 oder 10 PS hat. Okay. So normal, was technisch möglich oder was produktionsmäßig üblich war und was auch kostentechnisch produziert werden konnte. Genau, und hier 22. Und das Motorrad hat halt
um diese Leistung zu haben, auch ein paar sehr ungewöhnliche Features. Es hat als erstes eine Ladepumpe. Ein Zweitakter lebt ja von der Vorverdichtung im Kurbelhaus. Und eine Ladepumpe ist praktisch ein weiterer Kolben, ohne Brennraum, ohne Zündung, der das Gemisch, das noch im Kurbelhaus ist, noch weiter komprimiert. Also er hat die Aufgabe von einem Kompressor. Dann geht es, du hast hier 2 Kolben drin. Doppelkolbenbauart. Nur einer zündet. Der hier dient nur der Auslaufsteuerung. Also der Kolben ist praktisch ein reines Steuerorgan, der zweite. Hier ist der Arbeitskolben. Und dadurch ist es eigentlich ein Einzylinder. Wollte ich gerade Hat aber sagen. 3 Klingt- Kolben und 5 Pleuellagerstellen. Und das Ganze, alles Magnesium. Also leicht. Bremse, das erste Motorrad der Welt mit vollen Armbremsen. Also das war auch eine Innovation, einfach die Bremse so breit zu machen, dass sie über die ganze Radbreite geht. Weil das Übliche waren ja bis dahin so diese kleinen Breitennaben wie Schubladen. Und da war das natürlich schon ein Fortschritt. Und so ein Motorrad läuft halt 160 langliegend. Und das war... Und die deutsche Meisterschaft dieser Klasse, das sah aus wie ein Markenpokal. Und dieses Motorrad hat eine besonders interessante Geschichte. Von diesen Maschinen gab es jedes Jahr von Hand gebaut in der DKW-Rennabteilung so 2 Dutzend Stück. Die wurden halt nicht verkauft, die wurden verteilt. Praktisch an Leute, wo man dachte, ach, das könnten interessante Nachwuchsfahrer sein. Also die sind waren schon aufgefallen. Und das war dann, indem man denen so ein Motorrad verkauft hat, hat man geguckt, ob das vielleicht dann was für ein Werkskader ist von DKW. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich, dass davon jetzt noch eins steht und so gut erhalten Also- ist, weil ich meine, da sind ja es ist viele dann bestimmt auch auf zum der Teil Strecke original. geblieben, Ja, oder? ja, vor allem der ganze Werksbestand ist auf Nimmerwiedersehen in Russland verschwunden. Das denke ich mir. Und dieses Motorrad, das waren eigentlich 2. Die sind 1945, 46 als Kriegsbeute nach England gekommen. Und da gab es einen Mann namens Josef Ehrlich. Das war ein emigrierter Jude aus Wien. Und der war ein großer Zweitakt-Spezialist. Bei dem sind die Motorräder gelandet. Der baute auch eigene Motorräder, EMC. Und der machte daraus, aus diesen Resten dieser beiden Motorräder, das hier. Und das gewann in der 250er Klasse den ersten Manx Grand Prix nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Obwohl es wieder zusammengesetzt war aus 2 Motorrädern. Ja, weil das Motorrad so überlegen war von der Leistung gegenüber den englischen Motorrädern. Also das war halt sozusagen in der Klasse, da waren das die Leistungsbarbaren, diese Ladepumpen-DKWs. Ja, das klingt so ein bisschen wie so der erste Vorläufer von so einem Turbolader. Ja, so ja, ein genau. bisschen. So ein kleiner, sowas wie ein Kompressor, das wird da vorgelagert, das wird nochmal nachverdichtet. Und Tankaluminium, Motorgehäuse, Magnesium, Bremsen, Magnesium, die Gabel ganz leicht, also Rohr aus dem Flugzeugbau. Sowas finde ich immer faszinierend, wenn ein Motorrad einfach so wertig ist, auch vom Material. Ja, Ne? auf jeden Fall. Und und das Motorrad war dann bis 77 bei Hobbyfahrern im Einsatz. Also nachweislich ist es in Cadwell Park das letzte Mal gelaufen, 77. Und deswegen ist ein englischer Swift-Drehzahlmesser dran, englische Handhebel. Also es zeigt diese ganze Geschichte. Also, wie kam es zu euch? Versteigerung in Las Vegas. Und ich habe unseren Stifter so heiß gemacht, weil die waren nicht teuer. Ich war drauf und dran, selber zu steigern. Und habe schon überlegt, was ich alles verkaufen muss, um die zu finanzieren. Also ich habe auch ein Motorrad im Wohnzimmer stehen, was ich seit der Corona-Zeit gar nicht gefahren bin. Auch so ein seltenes Originalstück von 29. Wir bräuchten Schön. unbedingt das Wohnzimmer dazu. Wir fänden das auch beide schön, aber Nein, und dieses Motorrad, also ich mag patinierte Sachen, die eine Geschichte erzählen. Das tut dieses Motorrad. Absolut. Also es ist Das ist eine irre technisch Geschichte. exquisit ja. und es hat halt eine besondere Geschichte. Machen wir einmal noch eine schnelle Runde und dann gehen wir runter. Und die etwas ausgefallenen technischen Lösungen, die kamen meist von den B-Herstellern, von den kleineren Inhabergeführten, die dann auch flexibler waren. Also gerade Micro, Adler, Tornax. So, und von denen haben wir auch, von der Marke haben wir eine sehr, sehr
richtig großen Sammlungsbestand. Nürnberger Triumph, weil das halt so ziemlich die Lieblingsmarke vom Stifter ist. Aha. Das ist was, hier haben wir natürlich die Denkmalschutzvorgaben für das Gebäude weit übererfüllt. Also das hat Stefan sicher erzählt, dass das hier mal eine Tapetenfabrik war. Ja, diese NSU Max, die eigentlich für den späten deutschen Motorradbau steht, mit einem Rahmen aus Pressstahl, einer Kurzschwinge aus Pressstahl, Alu-Vollnadelbremsen, einer Hinterradschwinge aus Pressstahl, einem Kettenkasten, fahrtwindgekühlten Viertaktmotor mit oben liegender Nockenwelle. Und genau diese ganzen Attribute findest du in der Honda wieder. Nur, dass die Honda eine moderne elektrische Anlage hat. 12 Volt Elektrostarter-Blinkanlage, was du da noch nicht findest. Und hier ist der Hubraum auf 2 Zylinder aufgeteilt. Und das ist halt ein Einzylinder. Demzufolge mehr Drehzahl, mehr Leistung. Die Max hat halt 18 PS, die Honda 20. Aber du merkst halt diese sukzessive Entwicklung. Ja. Und sozusagen, also auch der japanische Motorradbau, der ist nicht an einem Tag entstanden und auch nicht vom Himmel gefallen. Nee. Und wir haben hier unten jetzt, abgesehen von den beiden Ökomobilen, das sind Schweizer Fahrzeuge, nur noch italienische und japanische Motorräder. Dann kommen wir nämlich zum Thema Design und Gestaltung. Da bin ich bei den Italienern, ich würde sie mir nicht kaufen, aber also nicht kaufen, um damit jetzt um die Welt zu fahren, aber um sie zu kaufen und einfach schön zu finden und zu fahren. Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir das. 320.000 Kilometer ohne Motor- oder Getriebereparatur. Ist auch aus dem Nachlass bei uns. Moto Guzzi. Ja. Also das sind auch die Klamotten von dem Mann, der war schwer krebskrank, der hat alles hierher gebracht, hat gesagt, also wir wollen irgendwann auch mal hier im Bildschirm mit Fotos von seinen Reisen. Genau. Das sind alles gestalterische Kunstwerke. Das ist irre. MV Augusta ist ja so ein Gesamtkonzept. Eigentlich seit Jahrzehnten kein Geld verdient und trotzdem Millionen wert wird. Ja. Das sind ja die Guzzis, die zum Beispiel in Deutschland kein Mensch kennt. Ja, auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall mal nicht. Ja. Bis hin zum Mofa-Trotter. Was ist das letzte da? Kanguro ist doch kein... Ja, das war die meistverkaufte Morini in den 80ern. Morini ist das. Da hinten auf dem Sitz steht es da. Ja, die Marke kommt da, ne? Das sind jetzt alles Chinesen. Ja. Aber immerhin machen sie wieder was. Ja, und die Motorräder sehen ganz gut aus, sind auch ganz gut bepreist und auch nicht so superlativ. Gut, und hier Kawasaki. Die Abteilung ist relativ klein. Mit den XTs planen wir dieses Jahr mehr. 70 Jahre XT500. Eines der wichtigsten Motorräder der Neuzeit. Ich fand sie nie gut, aber das war... ich habe es mal so formuliert, ein schlechtes Straßenmotorrad und ein mittelbegabtes Geländemotorrad machen einen Welterfolg. Ja, weil du hast jämmerliche Bremsen. Du hast Fahrwerkstechnik der 50er Jahre. Ende der 70er. Du hast keinen E-Starter, du hast einen kleinen Tank, du hast schlechtes Licht, 6 Volt 25 Watt, du hast Vibrationen und du hast einen Motor, der obenrum nicht dreht und untenrum nicht ackern kann, weil er zu wenig Schwungmasse ist. Und eigentlich war ja die Idee dahinter, der größte Enduro-Markt war ja ganz, ganz lange die USA. Und Yamaha hatte da so eine Pole Position. Die hatten ja mit der DT1 die erste wirklich alltagsbrauchbare Dual-Purpose-Enduro gemacht. Weil vorher gab es ja nur diese europäischen Dinger, die man im Alltag nicht fahren konnte, also KTM, Penton, Bultaco, Tessa, Maiko. Oder es gab halt diese sehr modischen, aber im Gelände vollkommen inkompetenten Scrambler von Honda, Triumph und sowas. Zu schwer, zu wenig bodenfreier, zu empfindlich. Und Yamaha macht ja die DT1, also 250er Einzylinder, Zweitakter. Und alle sagten komisch, warum soll sich jemand so ein Motorrad kaufen? Ne? Das ist ja das Gegenstück zum Dacia Duster.
Also ein einfaches Fahrzeug, das in vielen Rollen brilliert, aber halt auch so ein Master of None ist. Ne? Ja. So, und die haben innerhalb von 3 Jahren 250.000 davon verkauft in den USA. Also sie hat den Markt aufgemacht. Dadurch war Yamaha natürlich ganz, ganz vorne. Und dieses ganze Offroad-Fahren, das war ein riesen Markt in den USA. Und Honda machte dann mal eine XL350. Und es gab so 400er Einzylinder Zweitakt, aber niemand machte halt den halben Liter voll. Und Yamaha machte das dann mit der XT500 und präsentierte das Motorrad auch in Las Vegas Ende 76. Und die Amerikaner mochten es gar nicht, weil für ernsthaften Geländeeinsatz war es zu schwer und nicht kompetent genug. Auf der Straße war es zu rau und zu puristisch, zu spartanisch. Und in Frankreich und Deutschland wurde das Motorrad zum totalen Kult. Und in Japan als 400er wegen der Führerscheinbewegung. Ja. Und in Frankreich vor allen Dingen 79 gab es ja die erste Paris-Dakar, gewonnen von Cyril Nivet auf einer XT500. Das war mein Fahrschulmotorrad. Also, das war das. 80. Aber es ist doch, ich meine, ja, ne? Man fiel auf. Ja, ich fand's physisch zu klein und Chopper sowieso peinlich. Nach unzähligen Motorradgeschichten und vollgepumpt mit historischem Wissen verabschieden wir uns von Andi und machen noch einen Ausflug durch die Hallen für Autos, Kleinwagen und Elektrofahrzeuge. Natürlich findet man hier die ikonischen Einzelstücke der Oberklasse-Karossen, die für ihre Zeit das Nonplusultra der Technik waren und deswegen auch gepflegt und erhalten wurden. Was diese Sammlung von anderen abhebt, sind die Arbeiterklasse-Autos. Modelle, die man eher als Nutz- oder Verbrauchsgüter bezeichnen kann, die gefahren wurden, bis man sie verschrottet hat. In dieser Kategorie gut erhaltene Fahrzeuge zu finden, erklärt uns Stefan, ist nicht leicht. Deswegen ist man hier besonders stolz auf die Modelle, die man eigentlich nicht bewahrt hat, sondern in die Schrottpresse gegeben hat. Im Bereich für die Elektrofahrzeuge sind die ältesten Modelle übrigens von 1910. Geschichte der Elektromobilität. Immer wenn ich hier bin, denke ich so, das ist eine Halle des Versäumnisses. Weil ich denke, wenn bei dem Thema so weiter geforscht worden wäre, wie an anderen Technologien, dann würden wir heute ganz anders elektrisch fahren. Für die LKWs und Busse satteln dann auch wir auf Elektro um. Wir fahren jetzt hier gerade an einem Fiat-LKW vorbei und es dürfte so das Einzelexemplar nördlich der Anden sein. Und das Lenkrad ist auf der rechten Seite, das kommt noch aus dem Kutschenbau, sodass man wenn die Serpentinen, dass man nicht weiß, wie weit kann man... Wie ist der Abgrund? Wo fängt der Abgrund an? Wo hört die Straße auf? Genau. Umzugsauto. Und früher bei Umzügen war es nicht selbstverständlich, dass eine Familie 2 oder überhaupt ein Auto hatte. Das heißt, hier hinten gibt es noch eine zweite Sitzbank für die Familie, die dann Fernumzug mitgemacht hat in so einem Umzugsauto. Deswegen sind die so riesengroß gewesen. Ach, und mit einem Hänger quasi. Ja. Da oben steht Allwegefahrzeug, denn das sind Schwimmwagen, da ist ein Snowtruck oder so ein kleinen Fiat Multipla Leiterwagen. Und jetzt fahren wir auf den Buick zu. Das ist ein Linienbus. Deswegen sind so viele Türen aufgebaut. Es ist mittlerweile spät geworden. Wenn man sich hier wirklich alles in Ruhe ansehen will, sollte man mindestens 2 Tage in Einbeck einplanen. Zusätzlich zu den normalen Sammlungen gibt es im Haupthaus auch noch eine kleine Sammlung Modellfahrzeuge. Und auch die wurde mit unglaublich viel Liebe fürs Detail eingerichtet.
Nach dem langen Tag sind wir auf jeden Fall ganz schön platt und machen uns auf den Heimweg. Was man hier definitiv merkt, keiner im PS-Speicher arbeitet da ausschließlich für das Geld auf dem Konto. Die Begeisterung für Motorräder und Fahrzeuge merkt man hier einfach jedem an. Der Stifter Karl-Heinz Rehkopf wird dieses Jahr übrigens 90. Und wenn man sich überlegt, dass viele Unternehmer Stiftungen gründen, um ihr Vermögen vor der Steuer zu schützen oder politischen Einfluss zu nehmen, oder beides, dann kann man doch einfach nur froh sein, dass es auch noch Unternehmer gibt, die mit ihrem Geld etwas anfangen, was ihnen einfach am Herzen liegt. Etwas, das nicht immer nur darauf abzielt, noch mehr Besitz anzuhäufen. Und so ist der PS-Speicher vielleicht nicht nur das schönste Motorradmuseum der Welt, sondern auch Karl-Heinz Rehkopfs ganz eigenes Vermächtnis für künftige Generationen. Wenn ihr also mal in Einbeck vorbeikommt, dann schaut gerne mal vorbei und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ciao.